Hey Freunde, Fragrance doch wieder her. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin immer noch auf Sylt, immer noch ohne Mikrofon, aber das sollte die Woche auch so funktionieren. Es gab keine Beschwerden und man kann mich gut hören, habe ich gehört. Und deswegen ist es ja gut. Ich habe leider so einiges vergessen, aber das ist mit Kind und Frau so und Action. Ihr kennt das ja, wenn man in Urlaub fährt, dann Anfang, sorry, ist das immer mit Stress verbunden, aber macht nichts. So, heute kommen meine Top 10 Herbstdüfte. Plus 2. So, es sind wieder im Endeffekt Top 12 geworden, weil es waren wieder Düfte dabei, wo ich gesagt habe, nee, der muss auch noch mit. Und ich werde das hier live machen für euch, die Top 10 auswählen. Ich habe das noch nicht gemacht, ich habe sie hier stehen und bin dann überlegen, wie mache ich das, wen nehme ich. Ich habe das so und so ein bisschen aufgeteilt, für mich persönlich in etwas frischere Herbstdüfte, dann Düfte für Schiedwetter, das heißt für Mistwetter, Regenwetter und so weiter und dann elegante Herbstdüfte zum Ausgehen und so weiter. Ja, und wir fangen dann auch gleich mal an mit den Ausstehenden oder beziehungsweise den Platz 12 und da würde ich... Ja, ist ganz interessant, das auch mal so zu machen, ohne dass es schon feststeht. Ja, ich würde den Oud Saffron von Boss nehmen. Boss Bottle Oud Saffron, ja. Oud, Leder, fruchtig und dazu Oud. Boss werbt ja, habe ich gehört, das ist immer so ein Hin und Her, Boss werbt damit, dass es Original Oud ist. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, aber lasst es mal so stehen und obwohl auch nicht mal nur minimal, also also ich weiß nicht, aber der Duft gefällt mir wirklich gut. Den macht man aber auch nur, sage ich euch gleich vorweg, wenn man den normalen Boss Bottle Oud mag. Weil wenn man den schon nicht mag, dann wird man diesen auch nicht mögen, auch wenn es ein bisschen durch den Safran und so weiter ein bisschen anders ist. Aber die penetrante Leder, Safran, Oud-Note ist auch hier drin. Natürlich das Oud, das ist so typisch, ist es aber für mich ein anderes Oud wie das übliche, was man so kennt. Und das macht Boss wirklich gut. Der auf jeden Fall ist in den Top 10, der gehört für mich zum Beispiel, wenn das Schiedwetter ist, wenn es regnet, wenn es richtig oder Nieselregen und so weiter, da gehört dieser Duft auf jeden Fall mit zu Platz 12 in den Fall. So. Platz 11. Es ist nicht einfach wirklich, aber Platz 11 nehme ich den Spicebomb Infrared, genau, den Duft. Dadurch, dass die DNA von Spicebomb da drin ist, was ich gut finde, plus Zimt, es ist ein richtig guter Duft. Der Flanker gefällt mir wirklich gut und da kann man, wie ich immer so schön sage, nichts mit falsch machen. Übrigens, die Haltbarkeit beim Boss ist an die 9, 10, 11 Stunden richtig gut, auch gute Ausstrahlung. Hier ist auch eine gute Ausstrahlung, wird aber dann ziemlich schnell hautnah und in Haltbarkeit liegen wir da so, auch ich muss das immer länger testen und das ist auch von Tag zu Tag verschieden. Der liegt so bei 7 Stunden. So. Der war am Anfang ein bisschen mehr, aber ja, es ist immer, wie gesagt, Tagesform, aber es ist ein schöner Duft. Der gehört für mich zu diesen etwas frischeren, süßlichen Düften. Der hat schon einen kleinen frischen Touch mit drin, deswegen habe ich ihn da untergeordnet. Aber das wäre zum Beispiel Platz 11. Richtig guter Duft aber. So, Platz 10. Oh, ist gar nicht einfach, aber die Idee dahinter ist cool. Ja, Platz 10. Was oder wo nehme ich Platz 10? Ich würde Platz 10, da gehört auch zu einem Schiedwetterduft, wenn es wirklich nicht so schön ist. Kann man aber auch gut benutzen, wenn die Sonne scheint, aber es frisch und windig ist. Und zwar Versace Eros Flame. Ja, auch hier ganz klar die Versace Eros DNA plus Zimt. Soweit ich das, DNA und hat auch eine sehr gute Ausstrahlung, hält so 7, 8 Stunden. Richtig nice. Der Flakon ist gleich gehalten wie bei den anderen, nur in Rot. Also ich muss sagen, dass Versace mit der Eros-Reihe, die ich auch nochmal komplett vorstellen werde, ja eine gute Reihe kreiert hat, muss man sagen. Und mir gefällt diese Reihe wirklich sehr gut. Alle durch. Das heißt Eros Flame, Eau de Toilette, Eau de Parfum und Parfüm. So, aber zu den Unterschied werde ich mal ein Video machen.
Und ich weiß, das Eau de Toilette wurde verwässert. Ich habe das noch in der original ersten Version. Und ich finde alle gut. Und das Flame gehört dazu. Also wenn das Wetter nicht so gut ist, kann man den gut auftragen. Und er bekommt, oder ihr bekommt, oder der Duft, wie auch immer, bekommt sehr viele Komplimente. So, der bekommt wirklich viele Komplimente. Aber das ist so wie beim Original. Also welche Leute, die meckern, ja, es ist egal, lasst ihr meckern. Ihr bekommt auf jeden Fall Komplimente. Ja, Platz 10. So, Platz 9. Ja, Platz 9 nehme ich jetzt für einen, ja, wenn man abends weggeht, es kommt drauf an. Also hier zum Beispiel auf Sylt müsste man draußen sitzen, um den zu tragen und vielleicht was essen. Fischbrötchen, was auch immer, aber draußen. Und zwar rede ich von Zoologic oder Zoologist. Rhinoceros, ja, der ist wirklich sehr stark, so ölig, tiefes Leder, Oud, Kräuter, hier ist ja wirklich alles drin, ihr kennt ja, da kann man gar nicht behalten, so viel wie hier drin ist, aber das ist wirklich ein sehr cooler Duft, der wirklich gut Ausstrahlung, super Performance hat, 10 Stunden, also der Rhinoceros. Aber wie gesagt, so drinnen im Restaurant kann man das auch machen, aber da muss man aufpassen, wie viel man aufsprüht. Aber nochmal, seid nicht so simpelig, sprüht auch mal mehr. Vor allen Dingen jetzt kommt Herbst und der Winter, das finde ich geil, das kommt so und so. Für mich ist es einfach die bessere Jahreszeit, nicht vielleicht was die Kälte angeht und auch nicht, ich mache den Sommer gern, aber ich wollte damit nur sagen, für was Düfte angeht. Ich mag Sommerdüfte, aber Herbst-Winterdüfte sind einfach meine Favoriten und hier auf jeden Fall Rhinoceros, sehr nice. So, der nächste, ja, das ist echt nicht einfach, Leute, aber ich finde, dass die deutlich öfters machen und das ist cool, das so live, im Endeffekt live zu machen und ich würde den nächsten, ja, ich nehme den nächsten, ist für mich Dior Homme Intense, auch wieder eleganter Duft für den Herbst zum Ausgehen. Wenn man es mag, als Mann in Anführungsstrichen wie ein Schminkkasten, Lippenstift zu riechen. Das ist nun mal so. Ich muss leider gestehen, was heißt leider, auf einer Hinsicht auch nicht leider, ich kenne die aktuelle Version nicht. Das ist noch die ganz alte. Eigentlich habe ich da noch was von. Aber auch hier, gleich für Leute, die sich überlegen, ah, scheiße, vielleicht gebe ich da viel Geld aus. Nein, auch hier ist die Haltbarkeit bei 6, 7 Stunden. Auch nicht unbedingt so eine extrem starke Ausstrahlung. Das ist nicht das Parfüm. Das Parfüm ist ein Monster. Das ist das Intense. Aber trotzdem ist es ein sehr leckerer Duft. Richtig pudrig schön. Damit fängt vieles an. Für die Männer, was pudrig angeht. Also hat Dior richtig was Schönes kreiert. Richtig top. Das wäre so Platz 12, 11, 10, 9, 8. Ja, den würde ich auf 8 nehmen. So, Platz 7. Platz 7 ist, das ist jetzt wird schwierig. Ja, doch, Platz 7 ist ein Thierry Mugler Duft. Ja, genau, ich nehme, glaube ich, Thierry Muglers Pure Wood. Ja. Ja, was soll ich denn den Duft sagen? Ich habe ihn mitgenommen. Ach herrlich, diese süße, dieses holzige, das süße Holz im Endeffekt, fast wie, kennt ihr noch, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, dieses Holz, wo man drauf beißen konnte, früher mit Süßholz, ne? Hier Süßholz, ja, ist das Süßholz, korrigiert mich, wenn es, ich glaube, Süßholz, auch ein guter Track von Curse, sonst nicht schon Curse von Band natürlich, aber der Track Süßholz ist, Kreislauf Süßholz, sehr nice. Und hier, so müsst ihr euch den Duft vorstellen, sehr geil, absolut geil. Aber diese ganze Reihe, ich habe ja alle, ich glaube, er hat aufgehört damit, einfach nice. Wenn ihr diesen noch bekommen könnt, diesen Duft, dann schlag zu, geiler Duft, muss man haben, gute Haltbarkeit, gute Ausstrahlung, da braucht ihr keine Gedanken euch zu machen. Thierry Mugler ist da am Start und ja, Pure Wood, sehr cool. So, der nächste... Oh, ist schwierig für den Herbst. Ist nicht so einfach. Aber der nächste ist von Tom Ford. Ja, ich glaube, ich muss mal sagen, ich glaube, das ist wirklich, wenn man das so macht, vorher ist klar, ne? Du denkst, du überlegst, okay, Top 10 Herbstdüfte willst du machen und dann machst du schon deine Reihe fertig und sagst so und so. Nein, jetzt mache ich so und überleg mir das, weil gerade das macht es interessant für mich und vielleicht auch für euch, dass es dann nicht fest ist.
Und das finde ich nice. Da liegt die Betonung auf nice. Ja, Lavender Extreme Tom Ford. Ja, Lavender Extreme Tom Ford. Ein für mich geilster Lavendelduft. Ich gebe viele Lavendeldüfte, aber auch wiederum nicht. Ja, dieser süße Lavendel und dann der T1000 Flakon. Geil. Absolut nice. Und da liegt die Betonung definitiv auf nice. Wenn ihr einen schönen Lavendelduft haben wollt, der süß ist, dann diesen Duft, der auch 8-9 Stunden hält, gut Ausstrahlung hat, nicht übertrieben, aber er kommt immer rum und andere Leute nehmen, weil Komplimente bekommt ihr auch. Und wann bekommt ihr für einen Lavendelduft schon Komplimente? Weil nicht jeder mag Lavendel, aber er beruhigt auch. Lavendel beruhigt ja. Sehr geil. Tom Ford Lavender Extreme. So, jetzt wird's schwierig langsam. Wen nehmen wir denn mal als nächstes? Ja, ich denke mal, wir nehmen den hier von Tiziana Terenzi, und zwar Kirke. Ja, sehr nice. Der kommt immer und geht immer. Ja, Pfirsich, Süße, Fruchtigkeit, geil. Absolut geil. Gute Ausstrahlung. Ich musste den jetzt öfters tragen. Gute Haltbarkeit, wirklich. Ich habe am Anfang ja gesagt, 8 Stunden, da gibt es noch welche, die sagen 15 Stunden. Wirklich, er hält das in Tagesform, aber er geht so an die 12 Stunden und hat wirklich eine gute Ausstrahlung. Und es ist im Endeffekt der unsüßere Erba Pura. Erba Pura von Surchoff ist ja süß, weit süßer, aber so langsam bin ich werde nicht von den Erba Pura weggehen. Erba Pura Surchoff ist genial, ne? Aber er wird immer mehr zu meinem, und meine Frau zum Beispiel liebt ihn auch, und er wird immer mehr zu meinem Liebling. Sehr geiler Duft, Kirke, und passt einfach eigentlich fürs ganze Jahr sogar, obwohl es auch ein süßer Duft ist, aber eben auch fruchtig. Und dann der Pfirsich macht es aus, wenn man natürlich Pfirsich macht. Wenn man das überhaupt nicht ab kann, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ach, aber sehr geil. Ja, Kirke auf Platz, da muss ich jetzt mal wieder 10, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ja, so, jetzt haben wir nicht mehr viele. Platz 4, 3, 2, 1. Wird schwierig. Ja, ich nehme mal Platz 4, L'Homme Ideal von Guerlain, und zwar das Parfüm. Eau de Parfüm, ja. Hier riecht ihr Kirsche, obwohl überhaupt keine Kirsche drin ist. So. Aber ihr habt einfach dieses cremige Mandel und Kirsche. Und das macht diesen Duft sehr interessant. Geiler Flakon. Gute Haltbarkeit von 8 Stunden, sonst hat diese Reihe ja nicht so die Haltbarkeit. Aber das Eau de Parfüm ist genial. Und Komplimente bekommt ihr für diesen Duft immer. Also macht euch da mal gar keine Gedanken. L'Homme Ideal Eau de Parfüm von Guerlain, wie ich mal so schon sagen. Also, der ist lecker. Ja, dieses Pudrige, diese Mandel vor allen Dingen, aber einfach eine andere, nicht diese Mandel wie bei Pegasus, nein. Oder auch nicht die Mandel bei F. Fabulous, nein, hier ganz anders, richtig genial. Sehr geiler Duft. Auf Platz 4. So, Platz 3. Das sind so 3 Düfte, wo ich echt Schwierigkeiten habe, jetzt zu entscheiden. Aber das ist ja auch das Interessanteste. Ich hoffe, ihr schreibt mal unten in die Kommentare, ob ich das öfters mal so machen soll. Einfach unüberlegt, live, während ich dieses Video mache, meine Reihenfolge zu bestimmen. Weil es ist schon cool, finde ich. Macht es für mich auch ein bisschen schwieriger. Und ich finde Herausforderungen gut. Und jetzt fängt es an, schwierig zu werden. Ich weiß es nicht. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich denke, ich werde 8 Bob nehmen auf Platz 3. Ja, Punkt. Schwierig, aber das ist ein Ganzjahresduft. Im Büro ist er perfekt. Und für mich einer der besten, schönsten Düfte in meiner ganzen Sammlung. Wirklich. Die Geschichte möchte ich jetzt nicht nochmal erzählen mit Kennedy und seinem Bruder und so weiter. Sehr geil. Cremig, pudrig. Wer Fahrenheit 32 liebt, der liebt diesen auch, weil sie sind ähnlich, aber er ist noch besser. Sehr geil. 8 Bob in der Special Edition, da kriegt ihr schon eine OVP mit dem Bruder von John F. Kennedy drin, und zwar Robert Kennedy. Und ja, sehr gute Aufmachung, coole Geschichte dahinter, sehr geiler Duft, wirklich eleganter Duft, Anzug und so weiter und so fort. Der kommt richtig gut. Platz 3. So, und jetzt wird es schwierig. Ja, ich nehme, Platz 2, 40 Knots, Surchoff. Ja. Salzig, Honig, Karamell ist hier drin. Das hört sich jetzt alles ein bisschen pervers an, aber ist nicht, ist so geil. Oh, ein absolut nicer Duft, aber nicht auf Platz 1.
Tja, Zertschaft, nur das dazu, ne, weil alle, ja, Zertschaft, du nimmst so, nein. Weil der Platz 1 ist, ja, komme ich gleich zu. Aber hier 40 Knots, was soll ich sagen dazu? Ich habe es gesagt. Bisschen so mehr Mandel, salzig, dann Karamell und dann der Honig. Das ist ein geiler Duft und nicht zu süß und gar nicht übertrieben süß. Einfach die Süße so schön im Hintergrund, aber richtig genial. Will ich auch gar nicht mehr zu weiter sagen. 40 Knots ist ein sehr geiler Duft. So, jetzt kommen wir zu Platz 1. Wenn man 10 Grad hat, ob Regen, ob Sonne, ob Wind, ob Sturm, egal. Parfümste Mali, Herod, macht das schon. So. Im Endeffekt ein geiler Shisha-Duft, Tabakduft, geil, die Kirsche, Tabak etc. pp. Ah, geil. Und das ist die aktuelle Version. Hört zu jetzt. Diese Version, ich rieche den selber 9 bis 10 Stunden mit einer guten Ausstrahlung. Meine Frau hat nach 9 Stunden noch gesagt, du riechst nice. So, ist also wieder was gemacht worden an diesem Badge, läuft wieder. Gleich vorweg, ich weiß aus erster Hand, also fragt mich nicht, welcher Badge das ist wegen Nummer. Egal, ob da eine Nummer dran steht, manchmal zeigt er Ehre an, manchmal auch irgendwas, stimmt aber nicht, ich weiß aus erster Hand. Die geben nicht die Badges raus. Also macht euch keine Gedanken. Aktuell, es liegen jetzt nicht, was weiß ich wo, bei aktuellen großen Parfümerien liegen, da liegt jetzt nichts von 6 Jahren oder so. So, also die aktuelle Version ist nice wieder, wirklich Herod, top. Jedenfalls bei mir. So, es ist natürlich von Haut zu Haut anders, aber ich sprühe auch auf die Klamotten. Macht das auch. Super Haltbarkeit, gute Ausstrahlung. Das ist kein Beast-Mode jetzt nicht. Also ihr verwechselt das jetzt nicht denkt, oh ja, Herod, eher Tiger von Marc Gebauer. Nein, so natürlich auch nicht, aber schon genial. Geiler Duft, geile. Also damit könnt ihr nichts falsch machen. Ganz klar meine Nummer 1. So Leute, das war meine Herbstdüfte. Ich hoffe, euch hat das Format ein bisschen gefallen. Das Format kennt ihr ja von mir seit den letzten Jahren, aber dass ich das aktuell hier live aussuche, beziehungsweise mir überlege, welche Reihenfolge, welche Top 10. Das war für mich eine Herausforderung, aber ich finde das geil und ich glaube, das werde ich demnächst wieder machen. Und ja, dann schreibt mal unten rein, ob ich das so weitermachen soll, wie ihr das fandet und überhaupt so ein bisschen zu diesen Herbstdüften. Das sind geile Herzdüfte. Herzdüfte auch, ja genau. Herbstdüfte. Ja, Dennis hat heute mal wieder nicht viel getrunken. Ich habe auch Kopfschmerzen ein bisschen, aber das ist eben so, passiert auch mal. Ich muss meinen Nacken wieder trainieren. Nacken hat ein bisschen Probleme. Also unbedingt auch mal zum Einrenken. Ja. Gut, Leute, das war's. Der Herbst ist da. Meine Top 10 plus 2 sind auch da. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.